Eine Stadt schläft. Es ist der 21. Januar 1919. Im Doksugung-Palast in Seoul liegt ein alter Mann. Ein Mann, der einst König und Kaiser war. In dieser Nacht stirbt er, offiziell an natürlichen Ursachen. Doch kaum jemand in Korea glaubt das. Innerhalb von Wochen gehen Hunderttausende Menschen auf die Straße. In Städten, in Dörfern, auf dem Land. Sie riskieren ihr Leben. Sie rufen nach Freiheit. Und das alles wegen eines Mannes, den die meisten von ihnen als schwach bezeichnen, als gescheitert, als jemanden, der sein Land verloren hat. Wie konnte also der Tod eines angeblich machtlosen Kaisers eine der größten Protestbewegungen der koreanischen Geschichte auslösen? Sein Name war Lee Myung-bo, geboren am 8. September 1852. Später bekannt als Gojong, König der Joseon-Dynastie. Und dann auch als Kaiser von Korea. Viele nennen ihn einen der schwächsten Herrscher in der Geschichte des Landes. Einen Mann ohne Rückgrat. Einen König, der Entscheidungen vor sich herschob, bis es zu spät war. Aber es gibt noch eine andere Geschichte. Die Geschichte eines Mannes, der als Marionette begann und als Symbol endete. Der zwischen zwei der mächtigsten Persönlichkeiten seines Lebens stand. Seinem Vater und seiner Frau. Und trotzdem versuchte, Korea zu retten. In einer Zeit, in der es vielleicht schon keine Rettung mehr gab. Das ist die Geschichte von Gojong. Und sie ist komplizierter, als man denkt. Wir schreiben das Jahr 1864. Korea ist ein altes Reich. Ein Land, geprägt von Jahrhunderten der Ordnung. Die Joseon-Dynastie regiert seit fast 500 Jahren, und in dieser langen Zeit hat sich ein System herausgebildet, das träge und fest zugleich ist. Konfuzianische Werte bestimmen das Leben. Hierarchie ist alles. Jeder kennt seinen Platz. Und genau in dieses System tritt ein Junge. Ein 12-jähriger Junge besteigt den Thron. Lee Myung-bo. Zu jung, um zu verstehen, was Macht wirklich bedeutet. Zu jung, um sie auszuüben. Man setzt ihm die Krone auf. Man nennt ihn König. Aber in Wahrheit entscheidet er nichts. Denn im Schatten des Throns steht ein anderer Mann. Sein Vater. Der Hungson Daeongun. Ein Name, der nicht nur ein Titel ist, sondern ein Statement. Regent des großen Fürstentums. Und er ist ein Mann, der nie vorhatte, im Hintergrund zu bleiben. Als Daeongun übernimmt er die Kontrolle. Nicht offiziell als König. Aber in jeder Entscheidung, die zählt. Er regiert das Land. Er bestimmt die Richtung. Er setzt die Regel. Und sein Sohn? Sitzt auf dem Thron. Still, beobachtend, lernend. Im Korea des 19. Jahrhunderts ist das ein gewaltiger Unterschied. Denn sein Vater ist kein sanfter Mann. Er glaubt nicht an Kompromisse und nicht an langsame Veränderungen. Er glaubt an Kontrolle. Korruption wird gnadenlos bekämpft. Beamte, die ihre Macht missbrauchen, verlieren nicht nur ihre Position, sondern oft weit mehr. Doch sein Blick geht weiter. Er sieht eine Bedrohung, die viele noch nicht ganz begreifen. Den Westen. Das Christentum breitet sich aus, neue Ideen dringen ins Land. Und für den Daewon-gun ist das klar eine Gefahr. Er reagiert hart. Christen werden verfolgt, Missionare vertrieben. Alles, was fremd ist, wird zurückgedrängt. Und dann trifft er eine Entscheidung, die das Schicksal Koreas verändern wird. Er schließt das Land. Keine ausländischen Schiffe. Keine neuen Einflüsse. Keine Öffnung. Die Tore Koreas werden verschlossen. Von innen wirkt das wie Stabilität, Ordnung, Kontrolle, Sicherheit. Doch draußen verändert sich die Welt. Japan beginnt sich zu modernisieren. Es öffnet sich, lernt, rüstet auf. China kämpft darum, seine Macht zu halten, ein Imperium im Wandel. Und Europa drängt nach Asien, mit Handel, mit Politik, mit Gewalt. Die Welt wird schneller, unberechenbarer, gefährlicher. Und Korea? Korea wartet. Abgeschlossen. Abgeschirmt. In sich selbst gekehrt. Für den jungen Gojong ist das die einzige Realität, die er kennt. Diese Mauern. Diese Regeln. Diese Kontrolle. Er wächst in einer Welt auf, in der Entscheidungen über ihn hinweg getroffen werden. In der Macht sichtbar ist, aber nicht greifbar. Er ist König. Aber er ist alles andere als frei. Gojong ist 17 Jahre alt, als er heiratet.
Am Hof ist das keine Liebesgeschichte. Es ist Politik. Seine Braut stammt aus dem Min-Clan. Keine dominante Familie. Keine offensichtliche Machtbasis. Für viele am Hof wirkt sie wie eine sichere Wahl. Unauffällig. Kontrollierbar. Ungefährlich. Doch sie irren sich. Ihr Name ist Min Jae-yong. Die Welt wird sie später kennen als Königin Min. Und in Korea erinnert man sich an sie als Myeongseong-Anghu. Kaiserin Myeongseong. Was sie von vielen unterscheidet, sie beobachtet. Während andere reden, hört sie zu. Während andere handeln, analysiert sie. Sie liest politische Texte, studiert Machtstrukturen, versteht, wie Einfluss wirklich funktioniert. Und während Go-jung noch versucht, seinen Platz als König zu finden, beginnt sie bereits die Regeln des Spiels zu verändern. Sie baut Netzwerke auf. Leise, geduldig und effektiv. Sie knüpft Verbindungen innerhalb des Hofes, sammelt loyale Unterstützer, und Schritt für Schritt verschiebt sich das Machtgleichgewicht. Denn sie erkennt etwas, das viele zu dieser Zeit noch unterschätzen. Korea ist nicht mehr isoliert. Nicht wirklich. Die Welt rückt näher, und mit ihr Gefahren. China beansprucht Einfluss. Japan wächst. Der Westen klopft an die Türen. Und Königin Min versteht, wer in dieser Welt überleben will, kann sich nicht verstecken, man muss mitspielen. Und genau das tut sie. Sie beginnt, ausländische Diplomaten zu empfangen. Ein Schritt, der damals alles andere als selbstverständlich ist. Sie sucht Allianzen mit China, mit Russland, später sogar mit westlichen Mächten. Nicht aus Loyalität, sondern aus Kalkül. Sie spielt Mächte gegeneinander aus. China gegen Japan. Russland gegen beide. Ihr Ziel ist klar, sie will Zeit gewinnen, um damit Spielraum zu schaffen und Korea Luft zum Atmen zu geben. Und für einen Moment funktioniert es. Doch Macht hat ihren Preis. Denn wer Einfluss gewinnt, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und wer in Korea wirklich Entscheidungen trifft, steht plötzlich im Fokus. Nicht nur im eigenen Land, sondern auch außerhalb. Königin Min wird zur Zielscheibe. Für politische Gegner am Hof. Für ausländische Interessen. Für alle, die Kontrolle über Korea wollen. Und während sie stärker wird, wird ihre Position gleichzeitig gefährlicher. Für Go-jung beginnt damit eine neue Phase. Er steht nicht mehr nur im Schatten seines Vaters. Jetzt gibt es einen zweiten Pol. Auf der einen Seite, der Daewon-gun. Isolation, Kontrolle, Abschottung. Auf der anderen Seite, seine Frau. Öffnung, Strategie, Risiko. Und Go-chong? Steht dazwischen. Er versucht, den Balanceakt zu halten. Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Zwischen Angst und Notwendigkeit. Doch das Gleichgewicht ist fragil. Denn in Wahrheit liegt die Kontrolle noch immer nicht vollständig bei ihm. Die Entscheidungen werden getroffen. Die Richtung wird bestimmt. Aber nicht von dem Mann auf dem Thron. Noch nicht. Und während sich die Fronten verhärten und die Spannungen wachsen, bewegt sich alles langsam auf einen Punkt zu, an dem es kein Zurück mehr geben wird. Und jemand wird den Preis dafür bezahlen. Um zu verstehen, was mit Go-jung passiert, muss man verstehen, was um ihn herum passierte. Das 19. Jahrhundert ist in Ostasien kein friedliches Jahrhundert. Zu dieser Zeit ringen drei Giganten um Einfluss. China. Das alte Imperium, geschwächt und doch noch aufrecht. Korea sieht es immer noch als Schutzmacht, als den großen Bruder im Norden, an den man sich anlehnen kann, wenn es schwierig wird. Japan. Das neu modernisierte Land. Hungrig, selbstbewusst, entschlossen. Ein Land, das in wenigen Jahrzehnten eine Transformation vollzogen hat, für die andere Jahrhunderte brauchten. Und im Hintergrund Russland, Großbritannien, die USA, Europa. Alle auf der Suche nach Häfen, Ressourcen und Einfluss. Alle mit Augen, die nach Osten gerichtet sind. Und Korea liegt dabei genau in der Mitte. Eine Brücke zwischen Kontinenten. Und wer die Brücke kontrolliert, kontrolliert sehr viel mehr. Und so musste kommen, was kam. Wir blicken zunächst auf Anfang Dezember 1884. Auf das als Gapsin-Putsch bekannte Geschichtsereignis. Eine Gruppe junger pro-japanischer Reformer versucht die Macht am Hof in einem Blitzstreich zu übernehmen. Ihr Ziel ist klar: Korea modernisieren, öffnen, in die neue Zeit führen. Ihr Fehler ist ebenso klar. Sie unterschätzen dabei Chinas Rolle. Chinesische Truppen schlagen den Putsch nieder. Dadurch wächst der Einfluss Pekings auf Seoul. Und die Reformer fliehen oder werden hingerichtet. Und was macht Go-jung? Überlebt, beobachtet, lernt. Dann kommt 1894. Der Donghak-Bauernaufstand. Donghak, das bedeutet östliches Lernen. Eine religiöse und politische Bewegung, die gegen Korruption kämpft, gegen ausländischen Einfluss und gegen eine Elite, die das Volk im Stich lässt. Kurzum, die Bauern erheben sich. Der Aufstand greift um sich.
Und Go-jung trifft eine Entscheidung, die ihn bis heute verfolgt. Er bittet China um Hilfe. Was dann folgt, ist ein Dominoeffekt, so schnell und unaufhaltsam, dass kaum jemand am Hof begreift, was gerade geschieht. China schickt Truppen. Japan sieht das als Einladung und schickt ebenfalls Truppen. Aus einem Bauernaufstand wird ein internationaler Konflikt. Der erste Japanisch-chinesische Krieg bricht aus. Und Japan gewinnt. Klar, deutlich und demütigend für China. Korea, das Land, das eigentlich Hilfe gesucht hat, steht nun tiefer in der Falle als je zuvor. China verliert seinen Einfluss und Japan übernimmt. Ein einziger Hilferuf. Und Korea ist abhängiger als je zuvor. Und dann erfolgt die Nacht, die alles veränderte. Es ist der 8. Oktober 1895. Bewaffnete Männer dringen in den Gyeongbokgung-Palast ein. Keine Zufälligkeit, keine Panik, ein klarer Plan. Sie suchen eine Person. Nur eine. Königin Min. Was in dieser Nacht passiert, ist brutal. Sie wird ermordet. Im Herzen des königlichen Palastes. Durch japanische Agenten, die mit Unterstützung von Teilen des koreanischen Militärs handelten. Go-jung ist zu der Zeit im Palast. Er hört es. Und er kann nichts tun. In diesem Moment verliert Go-jung nicht nur seine Frau. Er verliert seinen stärksten politischen Partner. Er verliert seinen Schutz. Er verliert das letzte Gegengewicht zur japanischen Dominanz. Wo es bleibt, ist ein Mann in einem Palast, der sich nicht mehr wie ein Zuhause anfühlt, sondern wie ein Gefängnis. Dann, im Februar 1896, geschieht etwas Unvorstellbares. Der König von Korea flieht. Nicht ins Ausland. Nicht auf ein Schlachtfeld. Er flieht in eine Botschaft. Die russische Gesandtschaft in Seoul. Ein unscheinbares Gebäude, kein Palast, keine Festung. Und doch verbringt Go-jung dort ein ganzes Jahr seines Lebens. Er regiert von dort aus, empfängt Minister, erlässt Dekrete und trifft Entscheidungen über das Schicksal seines Landes. Aus einem fremden Gebäude. In seiner eigenen Hauptstadt. Dieser Akt hat sogar einen koreanischen Namen. Agwanpacheon. Wörtlich übersetzt, Flucht zur Gesandtschaft. Wie kommt es dazu? Um das zu verstehen, muss man sich vorstellen, in welcher Lage Go-jung nach dem Mord an seiner Frau ist. Die Frau, die sein stärkstes politisches Bollwerk war, ist tot. Die japanischen Agenten, die sie ermordeten, gehen straflos aus. Japan kontrolliert de facto die wichtigsten Ministerien. Japanische Berater sitzen in den Schaltstellen der Macht. Und Go-jung selbst lebt in einem Palast, der von Männern bewacht wird, denen er nicht mehr vertraut. Er ist König. Aber er ist umzingelt. Die Flucht in die russische Gesandtschaft ist also kein spontaner Akt der Panik. Sie ist das Ergebnis monatelanger geheimer Planung. Er knüpft diskret Kontakte zu russischen Diplomaten. Er lässt Verhandlungen führen, ohne dass die japanischen Berater davon erfahren. Und dann, in der Dunkelheit eines Februarmorgens, verlässt er verkleidet in einer Sänfte den Palast. Unbemerkt. Unaufgehalten. Als Japan merkt, was geschehen ist, ist es bereits zu spät. Aus der Gesandtschaft heraus agiert Go-jung deutlich freier als zuvor. Er entlässt pro-japanische Minister. Er besetzt Schlüsselposten neu. Er sucht aktiv den Schulterschluss mit Russland als Gegengewicht zu Japan. Für kurze Zeit verschiebt sich das Gleichgewicht tatsächlich ein wenig in seine Richtung. Doch das Bild, das diese Episode hinterlässt, ist stärker als jede politische Wende, die er von dort aus herbeiführt. Im Rückblick ist Daegonpacheon eines der eindrücklichsten Bilder für Go-jungs gesamte Herrschaft. Er ist König. Er hat nominell alle Macht. Und doch ist er in seiner eigenen Hauptstadt nicht sicher genug, um im eigenen Palast zu schlafen. Er regiert ein Land, das ihm zugleich gehört und entzogen ist. Er trägt eine Krone, die schwerer wird, je länger er sie trägt. Manche nennen das Feigheit. Andere nennen es Realismus. Denn Japan war stärker und das wusste er. Vielleicht ist es aber noch etwas anderes. Vielleicht ist Daegonpacheon der Moment, in dem Go-jung zum ersten Mal wirklich selbst entscheidet. Nicht als Marionette seines Vaters. Nicht unter dem Einfluss seiner Frau. Sondern allein. Aus eigenem Antrieb. Aus dem Instinkt heraus zu überleben und weiterzumachen. Ob das mutig war oder verzweifelt, das lässt sich schwer sagen. Vielleicht war es beides. 1897. Go-jung kehrt aus der russischen Gesandtschaft zurück und trifft die vielleicht mutigste Entscheidung seines Lebens. Er krönt sich selbst zum Kaiser. Das neue Reich trägt von nun an den Namen Daeontaegu. Großkoreanisches Kaiserreich. Das ist kein symbolischer Akt. Das ist eine politische Aussage, so klar und unmissverständlich, wie Go-jung sie je gemacht hat. Korea ist kein Vasallenstaat mehr. Kein Tributpflichtiger Chinas. Kein Protektorat. Korea ist ein eigenständiges Imperium.
Auf Augenhöhe mit Japan, China und den Großmächten dieser Welt. Oder zumindest soll die Welt das so verstehen. Und für kurze Zeit verändert sich tatsächlich etwas. Eisenbahnen entstehen, die das Land zum ersten Mal wirklich verbinden. Telegrafenlinien werden verlegt. Neue Schulen werden gebaut, nach westlichem Vorbild mit modernen Lehrplänen. Die Verwaltung wird umgebaut. Seoul bekommt breite neue Straßen, elektrische Beleuchtung und Straßenbahnen. Wer Seoul in dieser Zeit besucht, erlebt deutlich eine Stadt im Aufbruch. Eine Stadt, die sich sichtbar verändert. Eine Stadt, die sich etwas traut. Als Kaiser modernisiert er Korea. Er öffnet das Land. Er versucht den Anschluss an die Welt. Und vielleicht ist das der Moment, in dem er zum ersten Mal wirklich er selbst ist. Ein Herrscher mit einer eigenen Vision. Aber während Gojong das Land öffnet, klammert er sich an absolute Macht. Während er Eisenbahnen baut, verschließt er die Türen zur politischen Teilhabe. Es ist ein Widerspruch, der tief in seiner Persönlichkeit verwurzelt zu sein scheint. Modernisierung ja, Machtteilung nein. 1899 erlässt er eine Verfassung. Sie bestätigt, was ohnehin gilt: der Kaiser hat alle Gewalt. Exekutive, Legislative, Militär. Alles in einer Hand, seiner. Es gibt in dieser Zeit eine Reformbewegung, die das anders sehen will. Den Tungnippyopö, den Unabhängigkeitsclub. Intellektuelle, Journalisten und Reformer, die eine konstitutionelle Monarchie fordern. Eine Volksvertretung, in dem nicht ein einziger Mann über alles entscheidet. Sie debattieren öffentlich, veröffentlichen Artikel und sammeln Unterstützer. Sie glauben, dass Korea nur dann wirklich stark werden kann, wenn mehr Menschen Verantwortung tragen. Gojong löst den Club Ende Dezember 1898 auf. Weil er Angst hat. Angst vor Machtverlust. Angst vor Kontrollverlust. Angst vielleicht auch davor, was passiert, wenn er nicht mehr derjenige ist, der die Richtung vorgibt und es wieder jemand anderes tut. Und genau hier liegt das Paradox, das Gojong bis heute als historische Figur so schwer greifbar macht. Er will ein modernes Korea. Aber er will es auf seine Weise. Er öffnet das Land nach außen und schließt es nach innen. Er baut Institutionen auf und untergräbt sie gleichzeitig. Ist es Feigheit, Sturheit oder Selbsterhaltung? In einem Land, das von allen Seiten unter Druck steht, in dem jede Schwäche sofort ausgenutzt wird, in dem Gojong aus eigener Erfahrung weiß, wie schnell Macht entgleiten kann, was ist dann das richtige Maß an Kontrolle? Ich lasse das offen. Denn die Antwort hängt davon ab, wen du fragst. Koreanische Historiker streiten darüber bis heute. Wir springen ins Jahr 1905. Japan hat gerade Russland auf See und auf dem Land besiegt. Ein asiatisches Reich besiegt eine europäische Großmacht. Die Welt reagiert schockiert und Korea verliert seinen letzten möglichen Verbündeten. Japan erzwingt daraufhin den Ölsa-Vertrag. Formell ein Protektoratsvertrag. Aber in Wahrheit ist es die Übergabe der koreanischen Außenpolitik an Tokio. Kein Krieg, keine offene Invasion. Stattdessen Druck, Verträge, Drohungen. Kontrolle. Als Herrscher versucht Gojong zu kämpfen. Er schickt heimlich Gesandte zur Haager Friedenskonferenz 1907. Er will die Welt auf das Schicksal Koreas aufmerksam machen. Die Delegation kommt an, aber wird nicht gehört. Keine einzige Macht greift ein. Und Japan reagiert mit Wut. Unter anderem wird Gojong zur Abdankung gezwungen. Nicht im geringsten freiwillig. Nicht ehrenhaft. Sondern unter japanischem Druck und Drohungen. Er übergibt den Thron an seinen Sohn Sunjong. Und wird damit das, was er sein ganzes Leben vermeiden wollte, bedeutungslos. Und 1910 wird Korea schließlich offiziell von Japan annektiert. Damit endet die Joseon-Dynastie nach 518 Jahren. Das Kaiserreich hört auf zu existieren. Gojong lebt weiter im Palast unter Bewachung. Als Ex-Kaiser in einem Land, das kein eigenes Land mehr ist. Was wirklich passiert ist und was wir nie wissen werden. Wir sind wieder am Anfang. 21. Januar 1919. Gojong stirbt im Palast mit 67 Jahren. Was wir wissen. Sein Gesundheitszustand gilt kurz vor seinem Tod als stabil. Kein Hinweis auf eine schwere Erkrankung. Der Tod kommt plötzlich. Japan sagt offiziell, dass es eine natürliche Ursache war. Die Koreaner hingegen sagen, es war eine Vergiftung. Diese Gerüchte verbreiten sich schnell im Land. Man spricht von vergiftetem Tee. Von japanischen Agenten. Von einem geplanten Mord. Und es gibt einen konkreten Auslöser für diesen Verdacht. Sein Sohn, der Ex-Kaiser Sunjong, sollte eine japanische Prinzessin heiraten. Ein symbolischer Akt der Unterwerfung, gegen den sich Gojong ausgesprochen haben soll. Beweise für eine Vergiftung gibt es nicht.
Keine Autopsie und keine gesicherten Berichte. Was bleibt, sind Aussagen, Gerüchte, Überlieferungen. Aber im kollektiven Gedächtnis Koreas ist die Vorstellung vom vergifteten Kaiser bis heute lebendig. Und manchmal ist der Glaube an eine Geschichte mächtiger als jede Wahrheit. Denn ob Gojong nun ermordet wurde oder nicht, was danach passiert, ist real. Das Begräbnis von Gojong ist für den 3. März angesetzt. Und so kommen Menschen aus dem ganzen Land nach Seoul. Offiziell, um zu trauern. Doch hinter den Kulissen wird geplant. Am 1. März 1919, 2 Tage vor dem Begräbnis, verlesen 33 Anführer der koreanischen Gesellschaft die Unabhängigkeitserklärung Koreas. Öffentlich, laut, unter japanischer Besatzung. Und dann geht ein ganzes Volk auf die Straße. Samilundong. Wörtlich übersetzt, Bewegung des 1. März. Dieser Tag ist auch heute noch nach über 100 Jahren einer der bedeutendsten Feiertage in Korea. Hunderttausende demonstrieren. In Städten, Dörfern, auf dem Land. Japan reagiert mit Gewalt. Tausende werden getötet. Zehntausende verhaftet. Aber die Bewegung kann nicht mehr gestoppt werden. Sie wird Teil der Geschichte. Sie wird Teil der koreanischen Identität. Und sie beginnt mit dem Tod eines Mannes, den viele als schwach bezeichneten. Eines Kaisers, dem man das Land weggenommen hatte. Und der damit in seinem Tod mehr Widerstand auslöste als viele in ihrem Leben. Also wer war Gojong letztlich? Ein Versager, ein Zauderer, ein Mann ohne Rückgrat? Oder jemand, der in einer Zeit lebte, in der es keine guten Optionen gab? Er begann als Marionette seines Vaters. Er verlor seine Frau auf brutale Weise. Er floh aus dem eigenen Palast. Er versuchte, ein modernes Kaiserreich zu gründen. Er klammerte sich an Macht, als er sie kaum noch hatte. Er wurde zur Abdankung gezwungen. Und er starb unter ungeklärten Umständen. Wenn man ehrlich ist, dann war Gojong weder Held noch Schurke. Er war ein Mensch in einer unmöglichen Zeit. In einem Land, das zwischen Giganten zerrieben wurde. Und er versuchte das Beste daraus zu machen. Manchmal mit Mut, manchmal mit Angst, manchmal mit Fehlern. Wie wir alle. Die koreanische Geschichtsschreibung diskutiert Gojong bis heute. Manche sehen ihn als tragischen Helden. Andere als mitverantwortlich am Untergang des Landes. Beide Seiten haben Argumente. Und das ist vielleicht das Ehrlichste, was man über eine historische Person sagen kann. Dass sie nicht auf ein einziges Urteil reduziert werden kann. Jetzt bist du an der Reihe. War er ein schwacher König oder ein tragischer Herrscher in einer unmöglichen Zeit? Schreib mir deine Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich lese wirklich alles und antworte. Das war die Geschichte von Gojong und Korea und einer Zeit, die bis heute nachwirkt.